Warum und wie lesen wir Bücher? Die Bedeutung von Literatur im Alltag. Guten Tag und herzlich willkommen zum vierten Teil Ihrer mündlichen C1 Prüfung. Mein Name ist Herr Becker und ich möchte heute mit Ihnen über das Thema Warum und wie lesen wir Bücher sprechen. Sie beide, Frau Laura und Herr Thomas, stellen sich bitte vor, dass Sie regelmäßig in einer öffentlichen Bibliothek Leserunden organisieren. Diskutieren Sie, welchen Stellenwert das Lesen heute noch hat, ob es Veränderungen im Leseverhalten gibt und welchen Nutzen Literatur generell für den Alltag bieten kann. Frau Laura, möchten Sie bitte anfangen? Sehr gerne, Herr Prüfer. Meiner Meinung nach ist das Lesen von Büchern eine der ältesten und zugleich wertvollsten Formen, Wissen zu erwerben und die Vorstellungskraft zu beflügeln. Ich bin der Auffassung, dass Bücher uns nicht nur sachliche Informationen liefern, sondern auch unsere Fähigkeit schulen, uns in andere Welten und Perspektiven hineinzuversetzen. Einer der Hauptgründe dafür ist, dass wir beim Lesen viel Fantasie einsetzen und uns die Handlung selbst visualisieren müssen. Das sehe ich genauso, Laura. Es lässt sich nicht leugnen, dass wir in einer stark digitalisierten Zeit leben, in der E-Reader, Smartphones und Tablets das Leseverhalten vieler Menschen beeinflussen. Trotzdem bleibt das klassische Buch für etliche Leserinnen und Leser von großer Bedeutung, weil es ein haptisches Erlebnis bietet. Man kann argumentieren, dass das Umblättern von Seiten und der Geruch eines Buches Teil einer unverwechselbaren Leseatmosphäre sind. Absolut. Ich bin geneigt zu glauben, dass Printbücher weiterhin Bestand haben, auch wenn E-Reader und Hörbücher ihre Berechtigung haben. Manche Leute lesen unterwegs lieber digital, weil es praktischer ist. Andere schwören auf gedruckte Seiten. Andererseits sehe ich auch, dass Hörbücher, beispielsweise beim Pendeln, immer wichtiger werden. Es ist offensichtlich, dass uns moderne Technologien neue Wege eröffnen, Geschichten zu erleben. Genau. Und hier stellt sich die Frage, ob sich das Leseverhalten im Kern ändert oder nur die Form der Lektüre. Meiner Ansicht nach könnte man sagen, dass Lesen trotz aller Neuerungen gleich bleibt. Man taucht in eine Geschichte ein, erweitert seinen Horizont und entwickelt ein besseres Gespür für Sprache. Gleichwohl haben wir heute sehr viele Ablenkungen, von Social-Media-Plattformen bis zu Streaming-Diensten. Es liegt auf der Hand, dass die Konzentration darunter leiden kann, wenn man ständig zwischen Apps wechselt. Da muss ich kurz einhaken. Ich finde, genau das ist eine der größten Herausforderungen. Es lässt sich nicht leugnen, dass intensives Lesen Zeit und Ruhe erfordert, was viele Menschen im schnelllebigen Alltag kaum noch aufbringen. Trotzdem sprechen viele Argumente dafür, sich regelmäßig ein Buch zu greifen, um gezielt abzuschalten und den eigenen Wortschatz zu vergrößern. Ich bin überzeugt, dass man durchs Lesen auch lernt, differenzierter zu denken. Da stimme ich dir zu. Romane, Sachbücher und Essays können uns Denkanstöße geben, die weit über den Inhalt hinausreichen. Einer der Hauptgründe dafür ist, dass Literatur komplexe Zusammenhänge schildern kann, die man in Kurztexten oder Blogbeiträgen nicht so leicht findet. Ich würde sogar behaupten, dass man durch das Lesen von anspruchsvolleren Texten eine gewisse Tiefgründigkeit entwickelt und seinen kritischen Verstand schult. Absolut, das sehe ich auch so. Man könnte argumentieren, dass das Lesen von Biografien oder historischen Romanen ein Verständnis für verschiedene Epochen und Lebensgeschichten vermittelt. Darüber hinaus fördert es Empathie, weil wir uns in die Protagonisten einfühlen. Nichtsdestotrotz sollten wir nicht vergessen, dass das Lesen immer auch eine Geschmacksfrage ist. Was der eine gerne verschlingt, findet der andere langweilig. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bücher nach wie vor eine wichtige Rolle im Alltag spielen, sei es als Informationsquelle, als literarischer Genuss oder als Flucht aus der Routine.
Nach Abwägung aller Argumente könnten wir festhalten, dass die Digitalisierung das Leseverhalten zwar verändert, aber nicht unbedingt verschlechtert. Vielmehr gibt es jetzt mehr Optionen, wie wir Bücher konsumieren: gedruckt, digital oder auditiv. Alles in allem zeigt sich, dass Literatur ein bedeutendes Kulturgut bleibt. Ich persönlich bin überzeugt, dass wir eine Mischung aus traditionellen und modernen Formaten brauchen. Letztendlich kommt es darauf an, dass die Menschen weiterhin Lust haben, Geschichten zu entdecken, um ihren Horizont zu erweitern und sprachlich zu wachsen. Vielen Dank, Laura und Thomas, für Ihre ausführliche Auseinandersetzung mit dem Thema Warum und wie lesen wir Bücher? Ihre Argumente spiegeln die Vielfalt moderner Lesegewohnheiten wider und zeigen, wie wichtig Literatur für das geistige und emotionale Wachstum sein kann. Nun gehen wir zum letzten Dialog über. Die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz in der Medizin. Fortschritte und ethische Herausforderungen. Guten Tag und herzlich willkommen zur mündlichen Prüfung auf C1-Niveau. Mein Name ist Herr Zimmermann und ich werde heute unsere Diskussion leiten. Unser Thema lautet: Die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz in der Medizin, Fortschritte und ethische Herausforderungen. Stellen Sie sich bitte vor, Sie seien beide Experten in einem interdisziplinären Forschungsteam, das innovative Technologien und deren gesellschaftliche Konsequenzen untersucht. Frau Lehmann, würden Sie bitte den Anfang machen? Guten Tag, Herr Zimmermann. Ich heiße Claudia Lehmann und arbeite als Fachärztin mit Schwerpunkt Radiologie, wobei ich in den letzten Jahren intensiv an Projekten zur Integration von KI in diagnostische Verfahren beteiligt war. Ohne Umschweife möchte ich anmerken, dass künstliche Intelligenz in der Medizin zweifelsohne ein enormes Potenzial besitzt. Auf den ersten Blick erscheinen automatisierte Bildanalysen und Datenmustererkennungen als revolutionäre Hilfsmittel, die die Genauigkeit der Diagnostik steigern können. Allerdings muss man auch bedenken, dass diese Technologien ethische Fragen aufwerfen, insbesondere hinsichtlich Datenschutz und der möglichen Entmenschlichung der Patientenversorgung. Guten Tag allerseits. Mein Name ist Thomas Schmidt und ich bin als Ethiker und Dozent im Bereich Medizintechnologie tätig. Mit Blick auf die Fakten sehe ich in der zunehmenden Anwendung von KI nicht nur eine Chance, sondern auch einen erheblichen Diskussionsbedarf, was moralische und rechtliche Rahmenbedingungen betrifft. Nicht zu übersehen ist, dass die fortschreitende Automatisierung in der Medizin das Risiko birgt, menschliche Interaktion zu minimieren. Man könnte sagen, dass in einem Szenario, in dem Algorithmen den Großteil der Entscheidungsfindung übernehmen, die individuelle Patientenbetreuung in den Hintergrund rückt. Das ist ein zentraler Punkt, Herr Schmidt. Unbestritten hat die Implementierung von KI bereits zu einer signifikanten Verbesserung bei der Früherkennung von Krankheiten geführt. Um es auf den Punkt zu bringen: Durch den Einsatz von Algorithmen können Radiologen beispielsweise kleinste Anomalien in Bildmaterial identifizieren, die dem menschlichen Auge oft entgehen würden. Nichtsdestotrotz stellt sich die Frage, wie wir sicherstellen können, dass diese Systeme transparent und nachvollziehbar arbeiten. Denn ohne Frage muss eine medizinische Diagnose stets überprüfbar und verantwortbar sein. Ganz genau, Claudia. Mit Fug und Recht müssen wir anmerken, dass die Qualität und Verlässlichkeit der KI-gestützten Systeme essentiell sind, um das Vertrauen der Patienten nicht zu gefährden. Auf jeden Fall bedarf es strenger regulatorischer Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die eingesetzten Technologien sowohl ethischen als auch wissenschaftlichen Ansprüchen genügen. Dabei ist es unerlässlich, interdisziplinär zusammenzuarbeiten, um technische Innovationen und ethische Prinzipien in Einklang zu bringen. Ergänzend möchte ich hinzufügen, dass gerade in Bereichen wie der personalisierten Medizin der verantwortungsvolle Umgang mit sensiblen Gesundheitsdaten eine herausragende Rolle spielt. In der Tat, Thomas. Man darf nicht vergessen, dass Fortschritte in der KI auch bedeuten,
dass wir uns kontinuierlich fortbilden und anpassen müssen, sowohl auf technischer als auch auf ethischer Ebene. Demgemäß sollten regelmäßige Schulungen und Austauschforen etabliert werden, in denen Mediziner und IT-Spezialisten gemeinsam an Lösungen arbeiten. Offen gestanden sehe ich in der digitalen Transformation der Medizin eine Win-Win-Situation, sofern die Implementierung der KI-Systeme stets von einem starken ethischen Kompass begleitet wird. Kurzum, es geht darum, den Spagat zwischen technologischem Fortschritt und menschlicher Empathie zu meistern. Exakt, Claudia. Ohne Zweifel liegt in der Integration von KI in die medizinische Praxis auch das Risiko, dass sich eine Kluft zwischen technikaffinen und traditionell arbeitenden Fachkräften bildet. Nicht zu leugnen ist, dass gerade in ländlichen Regionen der Zugang zu modernster Technologie oft eingeschränkt ist. Im Klartext heißt das, dass wir auch darüber nachdenken müssen, wie eine flächendeckende und gerechte Verteilung von Innovationen gewährleistet werden kann. Zweifelsohne ist dies eine der größten Herausforderungen, denen sich die medizinische Gemeinschaft aktuell gegenüber sieht. Genau, Thomas. Letztlich muss der technologische Fortschritt stets im Dienste des Menschen stehen. Man könnte sagen, dass eine patientenzentrierte Herangehensweise der Schlüssel zur erfolgreichen Implementierung von KI in der Medizin ist. Aus meiner Sicht sollte der Mensch als letzte Instanz immer das Sagen haben, auch wenn die Technologie unterstützend zur Seite steht. Zusammenfassend plädiere ich dafür, dass wir innovative Ansätze fördern, ohne dabei die fundamentalen ethischen Werte aus den Augen zu verlieren. Da bin ich ganz Ihrer Meinung, Claudia. Alles in allem steht fest, dass die Zukunft der Medizin maßgeblich von der intelligenten Verknüpfung von Technologie und menschlichem Urteilsvermögen abhängt. Abschließend möchte ich betonen, dass es unsere gemeinsame Aufgabe ist, einen Rahmen zu schaffen, in dem Innovationen verantwortungsvoll und zum Wohle aller eingesetzt werden können. Ohne Umschweife müssen wir uns auch der Tatsache stellen, dass die Herausforderungen der KI-Integration weitreichend sind und kontinuierliche Anpassungen erfordern. Vielen Dank, Frau Lehmann und Herr Schmidt, für diesen fundierten und lebhaften Austausch über die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz in der Medizin. Mit Blick auf das Wesentliche haben Sie sowohl die technischen Fortschritte als auch die ethischen Fragestellungen überzeugend dargestellt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zukunft der Medizin in der harmonischen Verbindung von menschlicher Expertise und technologischer Innovation liegt. Kommen wir nun ohne weitere Umschweife zum nächsten Thema. Reisen als persönliche Bereicherung. Wie prägen uns neue Orte und Kulturen? Herzlich willkommen zum 5. und letzten Teil Ihrer mündlichen C1-Prüfung. Ich bin Herr Neumann und bitte Sie, Frau Sophie und Herrn Daniel, das Thema Reisen als persönliche Bereicherung. Wie prägen uns neue Orte und Kulturen? Zu erörtern. Stellen Sie sich vor, Sie sind Teil einer Reisegruppe, die ihre Erfahrungen austauscht und dabei überlegt, wie Reisen unsere Perspektiven verändert. Frau Sophie, beginnen Sie bitte. Sehr gerne. Ich bin der Meinung, dass Reisen eine der effektivsten Möglichkeiten darstellt, den eigenen Horizont zu erweitern. Einer der Hauptgründe dafür ist, dass man gezwungen wird, sich mit fremden Kulturen, Sprachen und Lebensweisen auseinanderzusetzen. Meiner Ansicht nach fördert das Toleranz und Offenheit, weil man begreift, dass die Welt nicht nur aus der eigenen Perspektive besteht. Dem kann ich nur zustimmen, Sophie. Es lässt sich nicht leugnen, dass man bei Auslandsaufenthalten oft auf Situationen trifft, die außerhalb der persönlichen Komfortzone liegen. Doch gerade das hilft uns, flexible Problemlösungsstrategien zu entwickeln. Man könnte argumentieren, dass diese Erfahrungen im Beruf ebenso nützlich sind wie im Privatleben. Neue Orte bringen neue Denkweisen mit sich. Absolut. Die Begegnung mit anderen Kulturen lehrt uns, Klischees zu hinterfragen und Vorurteile abzubauen. Nichtsdestotrotz höre ich häufig Kritik am Massentourismus,
der manche Regionen überlastet. Ich bin geneigt zu glauben, dass verantwortungsvolles Reisen sehr wichtig ist. Wir sollten lokale Traditionen respektieren und versuchen, uns anzupassen, anstatt typisch Touri aufzutreten. Da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Ich würde sagen, nachhaltiges Reisen ist ein Ansatz, der sowohl die Bedürfnisse der Reisenden als auch der Einheimischen berücksichtigt. Es ist offensichtlich, dass ein gewisser Sensationskonsum oft dazu führt, dass Kulturen nur als Konsumprodukt betrachtet werden. Wer wirklich etwas lernen will, sollte offen auf die Menschen zugehen, ihre Sprache ausprobieren und sich für ihre Geschichte interessieren. Da stimme ich dir vollkommen zu. Nur durch echten Kontakt entsteht gegenseitige Wertschätzung. Andererseits gibt es Leute, die das Reisen lediglich als Flucht aus dem Alltag sehen und kaum etwas über das Gastland erfahren wollen. Letztlich entgeht ihnen damit eine große Chance auf persönliche Weiterentwicklung. Ich habe zum Beispiel in Japan vieles über Höflichkeit und Achtsamkeit gelernt, was ich bis heute anwende. In der Tat, ich bin überzeugt, dass gerade das Aneignen kleiner kultureller Eigenheiten sehr bereichernd sein kann. Ob es nun das Verstehen lokaler Bräuche oder ein paar Wörter in der Landessprache ist, es zeigt Respekt gegenüber den Menschen vor Ort. Es spricht einiges dafür, dass man so intensivere Erlebnisse hat, statt sich nur an Stränden oder in Hotelanlagen aufzuhalten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Reisen uns vor Augen führt, wie vielfältig die Welt ist und wie eng wir alle miteinander verflochten sind. Nach Abwägung aller Argumente komme ich zu dem Schluss, dass ein reflektierter Umgang mit anderen Kulturen nicht nur Spaß bringt, sondern unsere persönliche Entwicklung fördert. Wir lernen uns in neue Situationen einzufinden und mit Unsicherheiten umzugehen. Alles in allem zeigt sich, dass der Wert des Reisens weit über Erholung und Sightseeing hinausgeht. Man kann argumentieren, dass solche Erfahrungen uns toleranter, aufgeschlossener und insgesamt reicher an Lebenserfahrung machen. Letztendlich sind es die Begegnungen, die uns prägen, mehr als die Touristenattraktionen selbst. Vielen Dank, Sophie und Daniel, für Ihre ausführliche Erörterung des Themas Reisen als persönliche Bereicherung. Sie haben dargelegt, wie neue Orte und Kulturen uns prägen und warum verantwortungsvolles Reisen so bedeutsam ist. Damit endet Ihre mündliche Prüfung. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft.